bin hier der Hörsaaleiter, verantwortlich für die Ausbildung der Bordschützen auf dem Waffensystem M3M Schweres Maschinengewehr. Sie sehen schon die Kabine, die hier im Hintergrund steht. Das ist die Kabine für die Defensivbewaffnung Hubschrauber. Dort können wir eben im Bereich AGSAP, in diesem standardisierten Ausbildungsgerät, eben zusätzlich noch die Ausbildung für die Bordschützen machen. Was hier also die Besonderheit ist, wir können hier letztendlich den Flug in einem Simulator simulieren, einen Hubschrauberflug. Wir haben hier die Waffe, die auf einer entsprechenden Lafette lafettiert ist und können hier letztendlich in Vorbereitung auf den scharfen Schutz, der in dieser Ausbildung nächste Woche stattfinden wird, die Schützen so weit vorbereiten, dass das, was sie dann können müssen, eben im Schlaf beherrschen, wie man so schön sagt. Zum AGSAP selber, standardisiertes Ausbildungsgerät, wo üblicherweise Handwaffenausbildung stattfindet, G36, P8, all diese Dinge finden hier üblicherweise statt und eben als Besonderheit jetzt die Ausbildung hier am Übungsgerät M3M. Kaliber 50 oder 12,7 mm, das ist die Standardbewaffnung, die wir nutzen, wenn wir im Einsatz sind. Das letztendlich eine Waffe ist, die sich bewährt hat für diese Art der Fliegerei. Damit können letztendlich die Aufgaben wahrgenommen werden. Üblicherweise werden wir, wenn wir eingesetzt werden, in der Rotte eingesetzt. Eine Maschine eben als Gunship, wenn man so will, bewaffnet mit 2 Waffenstationen M3M und die zweite Maschine üblicherweise ausgerüstet mit einem SRR-Satz, wo letztendlich dann die Rettung von Verwundeten am Boden stattfinden kann. Das ist eine der Aufgaben, die wir haben und dafür trainieren wir letztendlich unsere Bordschützen. Wir sind jetzt hier in der Kabine für die praktische Bordschützenausbildung im AGSAP, Bordsicherungssoldat TACOP NA90. Die 3 Hauptbestandteile hier oben sind einmal die Station mit dem M3M, der eigentlich wie in jedem AGSAP vorhandene Schießspiegel. Die Besonderheit hier ist, dass der Schießspiegel auf ca. 45 Grad angeklappt werden kann, dass wir hier eine Schießmöglichkeit aus der Vogelperspektive haben. Und der dritte Bestandteil ist hier ein zusätzlicher Monitor, die sogenannte Mitschauanlage. Das ermöglicht der Aufsicht beim Schützen, schrägstrich dem Ausbilder, quasi das gleiche Bild zu sehen, was der Schütze unten auf dem jetzt angekippten Spiegel hat, ohne dass ich ihn halt in seinem Blickfeld störe oder ihn bei seinen Ausführungen störe. Ich kann hier im Hintergrund bleiben und schaue mir dann die Sachen, die er macht oder sein Trefferbild halt entsprechend auf der Mitschauanlage an. Gut, die Station, die wir sehen, im 3M, die Waffe ist mal eine echte Waffe gewesen, die dann für AGSAP-Zwecke umgebaut wurde, genau wie die Station auch. Die echte Waffe hat eine Kadenz von 1000 bis 1100 Schuss. Wir haben hier verbaut das Standardmagazin, was 300 Patronen fassen kann. Kaliber ist 12,7 x 99. Ich klappe die Waffe jetzt einmal an, dann sieht man ein bisschen mehr. Man hier sieht, die Waffe führt jetzt Munition von links zu. Man kann die Waffe umbauen auf Linkszuführung und Rechtszuführung. Und auf dem hinteren Teil ist hier noch das Aimpointer-Visier. Das ist ein Reflexvisier. Das heißt, ich ziele mit beiden Augen offen und in der Mitte entsteht dann ein roter Punkt, der quasi, wenn die Waffe auf das Visier justiert ist, quasi zeigt, wo ich hinschieße. Entsprechend an der Seite ist noch ein Ballistikausgleich, Entfernung 200, 800 und 1200 Meter. Diese Waffe ist jetzt auf 200 Meter justiert und markant die roten Griffe sind die Abzug-Abfeuereinrichtungen der Waffe. Der Schütze hat eine Rettungsweste an, entsprechend wie im Luftfahrzeug. Wir legen jetzt Wert darauf, hier oben in der Ausbildung, dass die Abläufe und Tätigkeiten schon so gut wie es geht geübt werden können, wie später im Luftfahrzeug. Zum Teil können sie nur angedeutet werden, uns ist aber wichtig, dass der Ablauf verinnerlicht wird, dass später keine Tätigkeiten vergessen werden. Der Schütze hat die Rettungsweste an, wird sich dann später auch wie im Luftfahrzeug sichern. Wir werden eine Sprechfunkverbindung herstellen, wie im Hubschrauber. Und als nächstes wird der Schütze die Waffenstation übernehmen, zum Schießen vorbereiten, dann entsprechend in die Bereitschaft gehen und die Übung einmal schießen. Neuer Linkerschütze, melde mich am Funk.
Ja, der Schütze hat sich jetzt am Funk angemeldet. Linker Schütze, Waffenstation übernehmen, vorbereiten zum Schießen. Linker Schütze. Schütze führt jetzt einmal die Tätigkeiten aus, überprüft seine Station, ob alle Teile fest sind, ob die Station sauber arbeitet, ob alles vorschriftsmäßig befestigt ist, ob die Anschlüsse anzufahren sind. Er hat die Verschlusslaufbahn geprüft. Er überprüft jetzt noch sein Rotpunktvisier. Jetzt in die Eigensicherung, wie später im Luftfahrzeug. Und meldet im Anschluss. Linker Schütze eingehängt und gesichert. Und meldet im Anschluss den Abschluss seiner Tätigkeiten. Linker Schütze, Feuerbereitschaft herstellen. Linker Schütze. Der linke Schütze stellt jetzt die Feuerbereitschaft her. Bei kleineren Waffen muss man sagen, fertig, laden und sicher. Das ist beim M3M etwas komplexer. Das Visier wird eingeschaltet und am Ende noch überprüft, ob eine Patrone zugeführt wurde. Linker Schütze, Waffe fertig geladen und gesichert. Jawohl, der linke Schütze hat jetzt Feuerbereitschaft hergestellt. Übung starten. Linker Schütze, auferkannte Ringscheiben jenseits der Straße, Feuer frei. Linker Schütze. Linker Schütze, Ziel erkannt, ich schieße. Linker Schütze, Ziel bekämpft. Verstanden, linker Schütze stopfen. Neue Ziele auf dieser Seite der Straße, an die Munition denken. Linker Schütze, Feuer frei. ich schieße. Linker Schütze, Ziel bekämpft. Linker Schütze stopfen. Linker Schütze. Ortschaft beobachten. Linker Schütze. Feindliches Fahrzeug. Fahrzeug beobachten. Linker Schütze. Fahrzeug bewegt sich jetzt Richtung Feldlager. Warnschuss vor das Fahrzeug. Linker Schütze, ich schieße. Linker Schütze, Fahrzeug hält nicht an. Fahrzeug bekämpft. Linker Schütze, ich schieße. Linker Schütze, Ziel bekämpft. Verstanden, linker Schütze stopfen. Linker Schütze. Linker Schütze, Sicherheit hergestellt. Verstanden, linker Schütze, Trefferaufnahme. Hier ist die Herausforderung letztendlich, dass der Schütze erstmal lernen muss, wie muss ich die Waffe ins Ziel führen und vor allem, und das ist die Schwierigkeit bei der Waffe, im Ziel halten. Weil man muss sich jetzt vorstellen, der Hubschrauber bewegt sich ja logischerweise und durch den Winddruck, der hier auf der Waffe herrscht, wird die Waffe natürlich versucht, die Waffe auszubrechen und der Schütze muss letztendlich versuchen, gegen diese Widrigkeiten, die der Hubschrauber letztendlich mitbringt, es vibriert, wir sind in der Bewegung, wir fliegen Kurven, es findet eine hohe körperliche Belastung statt, es sind G-Kräfte und unter diesen Bedingungen muss der Schütze versuchen, die Waffe im Ziel zu halten und das ist die Voraussetzung. Das können wir hier natürlich im Simulator nicht trainieren. Hier geht es letztendlich einmal um die Schussabgabe selber. Die Handhabung der Waffe wird hier trainiert, Ladetätigkeiten müssen hier trainiert werden, Einschalten, Ausschalten der entsprechenden Visiereinrichtungen, all diese Dinge. Und was hier ganz wichtig ist, und das kann man hier natürlich sehr gut trainieren, ist das, was wie wir es nennen, das kleine Kampfgespräch. Üblicherweise ist der Kommandant des Hubschraubers ist für die Zieldarstellung oder Zielzuweisung verantwortlich. Und das findet hier letztendlich in der Ausführung statt. Wir haben einen neuen Schützen, wir haben die Schießübung gewechselt. Jetzt ein dynamisches Lagebild, was gleich dargestellt wird. Der Schütze hat sich schon am Funk angemeldet und wird jetzt die Waffenstation übernehmen und entsprechend zum Schießen vorbereiten. Linker Schütze, Waffe vorbereiten zum Schießen. Linker Schütze. Zur Erklärung noch,
auf das entsprechende Kommando oder entsprechende Callouts, die an den Schützen gegeben werden, wiederholt er diese nicht, sondern bestätigt das einfach nur mit seiner Position als linker Schütze. Er bereitet die Waffe jetzt vor, macht noch ein paar Überprüfungen, klärt die Anschläge ab, hat sein Visier überprüft, bringt sich jetzt wieder zur Sicherung ein. Linker Schütze war vorbereitet, eingehängt und gesichert. Hat jetzt entsprechend gemeldet, dass seine Tätigkeiten abgeschlossen sind. Wir springen jetzt in den nächsten Schritt. Linker Schütze Feuerbereitschaft herstellen. Linker Schütze. Er hat das wieder mit linker Schütze bestätigt und lädt die Waffe jetzt fertig und sichert im Anschluss. Linker Schütze Feuerbereitschaft hergestellt. Verstanden, linker Schütze. Der linke Schütze hat die Feuerbereitschaft hergestellt. Wir starten jetzt die Übung. Wichtiger Bestandteil außer dem Schießen hier bei dieser Übung ist die Kommunikation zwischen dem Leitenden des Feuerkampfs und des Bordschützen. Linker Schütze, eigenes Luftfahrzeug auf 7 Uhr. Ja, verstanden, linker Schütze, ein eigenes Luftfahrzeug auf 7 Uhr. Jetzt auf 8 Uhr. Linker Schütze, Bereich rechts vom Luftfahrzeug, im Schwerpunkt Checkpoint und Brücke, Entfernung 200 beobachten. Linker Schütze. Linker Schütze, unbekanntes Fahrzeug auf 10 Uhr, Entfernung 200. Ja, ein nicht identifiziertes Fahrzeug erkannt, weiter beobachten. Linker Schütze. Fahrzeug nähert sich jetzt zum Checkpoint. Bei Gefahr für eigene Kräfte durch das Fahrzeug sofort Feuer frei. Linker Schütze. Linker Schütze, Ziel erkannt, ich schieße. Linker Schütze, Ziel bekämpft. Verstanden, linker Schütze, weiter beobachten. Die Besatzung besteht aus 2 Bordschützen, auf beiden Waffenstationen je einer, und zusätzlich der Bordmechaniker, der letztendlich für den gesamten hinteren Laderaum verantwortlich ist, Ladungssicherung, dafür verantwortlich ist, dass alle angeschnallt sind, all diese Dinge. Und sollte ein Bordschütze ausfallen, dann haben die Bordmechaniker auch die Ausbildung, sodass dann für diesen Fall der Bordmechaniker verzugslos die Waffenstation übernehmen kann und den Feuerkampf weiterführen kann. Linker Schütze auf 9 Uhr. Weiche drücken, ich schieße. Ja. Rechter Schütze Status. Linker Schütze Lade. Linker Schütze 11 Uhr rechts tief, Kloster beobachten. Linker Schütze kann nicht wirken, Nase rechts. Verstanden, Hubschrauber dreht nach rechts. Linker Schütze, Ziel erkannt. Verstanden, Bereich beobachten. Linker Schütze. Bei auftretendem Feind sofort Feuer frei. Linker Schütze, Ziel erkannt, ich schieße. Linker Schütze, Ziel bekämpft. Weiter beobachten. Linker Schütze. Sodass hier letztendlich auch sichergestellt ist, die Schützen wissen, auf welches Ziel zu schießen ist. Sie melden, okay, Ziel ist aufgefasst, ich starte den Feuerkampf. Wenn das Feuerkampf erfolgreich war, Ziel ist bekämpft, all diese Dinge. Und das kann man natürlich in einem Simulator immer regelmäßig gut trainieren, und der Vorteil von Simulatoren, ich kann natürlich an jeder Stelle die Ausführung unterbrechen, indem ich den Pauseknopf drücke. Wenn wir dann erstmal im Luftfahrzeug sind, wenn wir auf der Schießbahn sind, dann müssen die Handgriffe natürlich sitzen. Linker Schütze, ein nicht identifiziertes Fahrzeug auf 10 Uhr, Entfernung 600. Linker Schütze, Ziel erkannt. Fahrzeug nähert sich. Linker Schütze. Jetzt auf 9 Uhr, Entfernung 250. Wenn Fahrzeug feindlich, sofort Feuer frei. Linker Schütze, Ziel erkannt, ich schieße. Linker Schütze, Ziel bekämpft. Verstanden, linker Schütze, weiter beobachten. Linker Schütze.
linker Schütze ist sicher hergestellt. Okay. Kabine hat Sicherheit, einmal Trefferaufnahme. Verstanden, Trefferaufnahme. Linker Schütze, Waffe eingehängt und gesichert. Verstanden, linker Schütze. Feuerbereitschaft herstellen. Linker Schütze. Ja. Alle Ziele bekämpft. 255 Schuss verschossen. 146 Treffer. 525 Ringe. Bei 100 Angesagten waren noch 61 drin. Die Leute, die hier zu mir kommen, haben schon eine Ausbildung durchlaufen, die sogenannte Bordschützenausbildung. Das ist eine mehrstufige Ausbildung, die üblicherweise in ihrem eigenen Einsatzverband stattfindet. Dort geht es vor allem darum, die jungen Bordschützen erstmal an das Fluggerät zu gewöhnen. Und Fliegerei hat ja sehr viele Facetten, die alle dort geschult werden. Wetterkunde zum Beispiel ist etwas. Wo kommt das Wetter her? Weil Wetter ist natürlich eine Geschichte, die sehr, sehr wichtig ist für die Fliegerei. Das wird denen dabei gebracht. Sie werden natürlich Waffenkunde, Lehre vom Schuss, Ballistik, Innenballistik, Außenballistik, all diese Dinge werden sehr intensiv geschult. Ein bisschen was über die rechtliche Situation des Bordschützen, die rechtliche Situation innerhalb der Fliegerei wird den jungen Bordschützen dort beigebracht. Und natürlich auch Fliegen an sich, was jetzt nicht unbedingt mit der Bordschützentätigkeit zu tun hat, sondern die Bordschützen sind ja Teil der Besatzung, befinden sich im hinteren Laderaum und wenn die Besatzung einen Anflug macht im Gelände zum Beispiel, sind wir natürlich darauf angewiesen, dass wir von hinten Informationen darüber bekommen, Hindernisfreiheit der Maschine, können wir überhaupt reinlanden, wie sieht die Situation vor Ort aus, haben wir mit Feind zu rechnen. Und auch hier findet intensive Ausbildung statt. Dort werden die Bordschützen letztendlich trainiert, sich an das Gerät zu gewöhnen und letztendlich sind in der Lage, den Hubschrauber auch in, wir nennen das Confined Areas, also eine Clearing in einem Wald zum Beispiel, wo man mit dem Hubschrauber reinlandet und die sind dann in der Lage, den Hubschrauber punktgenau in diese Confined Area einzusprechen. Das ist auch ein Großteil der Ausbildung. Und dann natürlich, wie gesagt, Schießen. Ist, wie die Tätigkeit irgendwo ein Stück weit hergibt, ist natürlich das Schießen eine sehr wichtige Aufgabe des Bordschützen und das wird dann sehr intensiv auch in den Verbänden gemacht. Die Ausbildung beginnt auf dem Waffensystem MG3, später dann MG5 in einer weiteren Ausbaustufe, wenn wir die entsprechenden Mittel auch zur Verfügung haben, weil es einfach einfacher ist, mit MG3 diese Ausbildung erstmal zu starten, erstmal sich an das Gesamtsystem zu gewöhnen, wie funktioniert das mit dem Schießen aus Hubschraubern heraus. Das machen wir mit MG3, weil dort natürlich der Aufwand ein wenig kleiner ist. Die Sicherheitsbereiche von MG3 sind andere wie von M3M. M3M können wir nicht an jedem Schießplatz schießen. Wenn die Ausbildung abgeschlossen ist,
nach etwa 6 bis 8 Wochen. Dann kommen Sie, wenn der nächste Lehrgang in Bückeburg ansteht, kommen Sie hierher und werden hier dann sozusagen weiter geschult auf Ihrem Einsatzgerät. Und dann beginnt eben die Ausbildung, die ich hier gerade geschildert habe, auf dem Waffensystem M3M. Diese Ergebnisse sind sehr, sehr gut geworden. Dann können wir uns tatsächlich auf den scharfen Schuss konzentrieren, was dann, die Erfahrung hat das gezeigt, schwer genug ist.